Der Veganismus, dieses Geschenk an die Menschheit. Wo hinkt er? Wo strauchelt er? Wo können wir ihn packen und zu Boden werfen? Veganismus. Verzicht auf tierische Produkte aufgrund der Wertschätzung der Tiere. Der Mensch steht nicht über den Tieren und darf diese deshalb nicht instrumentalisieren. Allerdings werden dabei die Pflanzen nicht berücksichtigt. Das heißt, ihnen wird eigentlich alles abgesprochen. Pflanzen finden keine Berücksichtigung im Veganismus. Ist sie das, die Achillesferse des Veganismus? Der Punkt, der den Veganismus heuchlerisch macht? Ich grüße euch. Was ist der Sinn des Lebens? Oder ein bisschen bescheidener, ist es das Leben wert, gelebt zu werden? Eine Schweizer Fleischfirma beantwortet die Frage so: Das Leben ist schön. Genießen, Freude empfinden, Sinn schaffen, das Leben bejahen. Viele von uns denken wahrscheinlich nicht an den Veganismus, wenn sie das Wort Lebensbejahung hören. Viele assoziieren den Veganismus mit Lustfeindlichkeit und Verzicht. Und doch, wenn wir das Leben genießen wollen, wenn wir das Leben bejahen wollen, dann kommen wir um den Veganismus nicht herum. In diesem Video gehe ich auf 5 Punkte ein. Der Veganismus ist eine Ideologie, aber er ist eine lebensbejahende Ideologie. Er achtet und respektiert das Leben. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob ich das Leben im Allgemeinen bejahe oder ob ich nur mein Leben bejahe. Wenn ich nur mein Leben bejahe, das ist Egoismus. Aber das eigene Leben zu bejahen, in Rücksicht auf die Lebensbejahung anderer, das ist Altruismus. Und genau das ist Veganismus. Der Veganismus bejaht das Leben anderer. Er erkennt das Lebensrecht und das Existenzrecht anderer Individuen an. Und was ist mit meinem Lebensrecht? Also dem der Pflanzen? Wir sind im Veganismus scheißegal, oder? Nur ein Individuum kann Rechte haben. Es wäre Quatsch, von einem Stein zu behaupten, dass er ein Recht darauf hat, nicht geworfen zu werden. Nun ist eine Pflanze kein Stein, sondern ein lebender Organismus. Hat eine Pflanze das Recht darauf, zu existieren? Sind wir ehrlich, geht es uns wirklich um das Lebensrecht von Pflanzen oder geht es uns nicht vielmehr darum, eine Lücke im Veganismus zu finden, damit wir sein gesamtes Anliegen diskreditieren können? Hier die Fakten. Für eine nicht vegane Lebensweise werden viel mehr Pflanzen vernichtet als für eine vegane Lebensweise. Warum? Ganz einfach. Was essen die Tiere, die wir nutzen? Richtig, Pflanzen. Und zwar in vielfacher Menge. Auch wer nicht vegan lebt, lebt nicht nur auf Kosten von Tieren. Wir essen nicht nur Schnitzel, wir essen Schnitzel mit Kartoffeln. Wir essen nicht nur Käse, wir essen Käse mit Brot. Es findet eine dreifache Vernichtung statt. Vernichtung der Tiere, Vernichtung der Pflanzen, die durch die Tiere gegessen werden, und Vernichtung der Pflanzen, die wir essen. Und noch ein dritter Punkt, den ich für nicht weniger relevant halte als die anderen beiden Punkte, weil er die ganze Absurdität der Diskussion deutlich zeigt. Wollen wir wirklich das Leiden einer Pflanze mit dem Leiden eines Schweines gleichsetzen? Also gibt es wirklich jemanden, der so argumentiert, dass das hier und das hier gleich ist? Das entscheidende Kriterium für ethische Relevanz ist Empfindungsfähigkeit. Um von einer Person oder einem Individuum in einem ethisch relevanten Sinne zu sprechen, muss ein Etwas empfinden können. Es muss einen Unterschied für jemanden machen, was ich mit ihm mache. Macht es für einen Stein einen Unterschied, wenn ich ihn werfe? Nein. Macht es für eine Sonnenblume einen Unterschied, wenn ich sie pflücke? Vielleicht. Macht es für ein Schwein einen Unterschied, wenn ich es kastriere und ihm den Schwanz abschneide? Definitiv. Woher willst du denn wissen, dass Sonnenblumen nichts empfinden? Aus 3 Gründen. Sie haben kein zentrales Nervensystem, sie haben eine andere evolutionäre Entwicklung als Menschen und Tiere und sie zeigen kein Verhalten, das auf Empfindungen hinweist. Es ist so eine Sache mit Gleichheit und Unterschieden. Die Definition des Veganismus berücksichtigt keine Unterschiede innerhalb der Kategorie Tier. Ich spreche deshalb persönlich lieber von empfindungsfähigen Lebewesen, auch wenn das ziemlich sperrig ist. Darüber hinaus gibt es innerhalb der Kategorie Tier erhebliche Unterschiede. Biene und Bär, Libelle und Löwe, Regenwurm und Ringelnatter, Schwamm und Schimpanse. Wir setzen alle in den Begriff Tier gleich. Und wenn es falsch ist, einen Kaktus mit einem Schwein gleichzusetzen, dann sehe ich keinen Grund, warum wir Regenwurm und Schimpanse oder Ameise und Huhn gleichsetzen sollten. Das bedeutet, dass Unterscheidungen im Veganismus durchaus angebracht sind. Der Veganismus ist keine Ideologie der Gleichheit, denn wenn Säugetiere, Vögel, Pilze, Pflanzen und Insekten alle gleichwertig sind, dann spielt es am Ende keine Rolle,
ob wir milliardenfach Schweine töten oder milliardenfach Heuschrecken töten oder milliardenfach Läuse töten. Und auch in der Forschung ist es dann egal, ob wir an Mäusen, Affen oder Fruchtfliegen forschen. Aber findet ihr das plausibel? Findet ihr das überzeugend, keine Unterschiede zu machen? Was aus Unterschiedlichkeit aber nicht folgt, ist, dass es irrelevant ist, was wir mit Ameisen oder Bienen oder Läusen machen. Veganismus als Ideologie versucht, Leid zu verhindern und zu minimieren. Und das gilt für alle empfindungsfähigen Lebewesen. Aber wenn ein Rind genüsslich auf der Wiese grast und dann eingeschläfert und sanft getötet wird, oder wenn ein Jäger ein freilebendes Reh mit einem Schuss tötet, dann leiden die Tiere doch nicht. Ein Tier zu töten, das bedeutet, dessen Leben zu verneinen. Wenn wir ein Tier töten, bringen wir es um das Kostbarste, was es hat, sein Leben. Aber es stimmt, die Definition des Veganismus ist an der Stelle sprachlich nicht optimal, da von Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber Tieren die Rede ist. Das suggeriert, nur besonders schlimme Praktiken gegenüber Tieren sind abzulehnen und verleitet uns dazu, so eine Art Romantisierung von artgerechter Haltung oder humanem Schlachten zu erliegen. Sagen wir es also lieber so: Der Veganismus lehnt die Tiernutzung ab. Mit Nutzung meine ich Ausnutzung und Instrumentalisierung. Ich lasse an dieser Stelle mal offen, ob es nicht vielleicht doch Praktiken gibt, bei denen es ethisch okay ist, Tiere zu nutzen, wie zum Beispiel symbiotische Beziehungen zu Haustieren. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Mir geht es um das aktuelle System der Tiernutzung bzw. des Tierkonsums, in dem Tiere Mittel zum Zweck sind. Die Tiere sind massivem Leiden ausgesetzt, weil wir die Tiere dem System anpassen. Und wenn wir das System den Bedürfnissen der Tiere anpassen würden, dann würden wir die Tiere ja immer noch instrumentalisieren. Die Tiere existieren im Tierkonsum nicht um ihrer selbst willen. Sie existieren für unsere Zwecke. Sie sind Nutztiere. Und das ist zynisch, perfide und lebensverachtend. Ja, auch für den Veganismus sterben unabsichtlich Tiere. Ich lehne die Bezeichnung leidfreie Lebensweise deshalb ab. Aber es macht einen Unterschied ums Ganze, ob die Nutzung und Tötung von Tieren der Zweck ist oder ohne Vorsatz erfolgt. Und es ist ja nicht so, dass Veganerinnen das nicht auch kritisch sehen würden. Aber das liegt an einem politischen und wirtschaftlichen System, das Menschen, Tiere und Pflanzen, also die gesamte Natur, unterwirft. Und damit kommen wir zu Punkt 5. Der Veganismus als soziale und politische Bewegung. Ich sehe zwei große Versäumnisse des Veganismus: die Überbetonung der Ernährung und der Fokus auf die Konsumseite. Aber im Grunde ist der Veganismus eine soziale und politische Bewegung, deren Ziel es ist, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen Tiere und Menschen erniedrigte, geknechtete, verlassene und verachtete Wesen sind. Und das bedeutet, den Fokus nicht nur auf die Konsumierenden zu legen, sondern auch auf Politik und Wirtschaft. Fassen wir zusammen. Der Veganismus bejaht das Leben. Entscheidend ist Empfindungsfähigkeit. Der Veganismus macht Unterschiede. Der Veganismus lehnt die Tiernutzung ab. Und Veganismus ist eine soziale und politische Bewegung. Das nächste Mal schauen wir uns an, wer den Veganismus repräsentiert. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt daran, das Leben aller zu bejahen und nicht nur euer eigenes Leben. Und denkt daran, dass wir den Tierkonsum überwinden müssen. Hey, hallo?